So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Sünkler und ich freue mich, Sie und euch wieder bei einer unserer Silicon Economy Coffee Breaks dabei zu haben. Heute dreht sich in unserer Coffee Break wirklich alles um die Pause, um genauer zu sagen, um unser Entwicklungsprojekt Dynamische Pause. Und dazu habe ich mir heute meine Kollegin Veronika Kretschmer eingeladen. Veronika ist Product Owner im Entwicklungsprojekt und wird uns heute einige Insights aus dem Projekt verraten und wir sprechen ein bisschen über den aktuellen Entwicklungsstand. Hallo Veronika und schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Ellen, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Wenn Sie oder ihr Fragen habt, gibt es natürlich auf siliconeconomy.com alle Videos von den vorherigen Coffee Breaks nochmal zum Nachschauen. Dort geben wir schon Einblicke, was eigentlich die Vision der Silicon Economy ist, warum wir uns intensiv mit dem Thema Plattformökonomie beschäftigen, warum wir alles Open Source entwickeln und welche technischen Komponenten eigentlich entwickelt werden. So, Veronika, zurück zu unserer Pause. Was ist denn eigentlich dein typisches Pausengetränk? Eher Kaffee, eher Tee? Eher Kaffee. Sehr gut, das stimmt. Ein bisschen Ersatz bieten wir hier mit unserem Format. Wenn wir jetzt über das Projekt sprechen, was entwickelst du mit deinem Team eigentlich in dem Entwicklungsprojekt Dynamische Pause? Welcher Problemstellung beschäftigt ihr euch? Ja, also wie es der Name schon sagt, wollen wir Pausen dynamisch empfehlen. Der Hintergrund ist, dass wir Stress präventiv vorhersagen wollen. Das heißt, der Mitarbeiter im Lager oder auch ein Lkw-Fahrer bekommt eine Empfehlung aufgrund von seinen echten Vitaldaten. Und so wollen wir eben die Prozesse optimieren, Pausen flexibel vorhersagen können und empfehlen können und das eben mit Hilfe von den Vitaldaten eines Mitarbeiters. Okay, auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie ihr das technisch eigentlich umsetzt. Also was kommen da, wie erfasst ihr solche Vitaldaten? Der Mitarbeiter, das ist so die Idee, trägt ein Sensorarmband, was die Vitaldaten erstmal misst. Das kann ja eine Pulsrate sein oder auch die Hauttemperatur. Also wir nutzen wirklich medizinische Parameter, die gute Indikatoren sind, Stress zu erkennen. Wir haben dann einen sogenannten Stressdetektionsservice, das ist eine weitere IT-Komponente. Dieser Dienst nutzt Machine Learning-Algorithmen, um diese Vitaldaten zu analysieren. Unsere Idee dahinter ist, dass eben Muster erkannt werden in den Daten, dass wir nicht nur Stress aktuell erkennen, sondern vorhersagen können, weil wir wollen den Mitarbeiter schützen und eben den Stress präventiv vorhersagen und dann Pausen individuell empfehlen. Und Jetzt, gerne, führ noch weiter aus. Genau. Und der Mitarbeiter hat eine mobile Anwendung noch dabei. Das ist eine App auf dem Smartphone zum Beispiel. Und darüber bekommt er die Pausenempfehlungen direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Er kann aber auch selbst proaktiv Erholungspausen nehmen, wenn er das möchte. Also er hat immer noch seine freie Entscheidungsgewalt. Ja, alles klar. Wenn ich jetzt über das Thema Vitaldaten nachdenke und natürlich habe ich irgendwie auch ein Fitnessarmband und nutze das auch relativ intensiv, aber wenn ich darüber nachdenke, okay, diese Vitaldaten werden jetzt erfasst und von meinem Arbeitgeber möchte ich vielleicht nicht unbedingt, dass der so darüber im Bilde ist, wie meine persönlichen Vitaldaten aussehen. Wie geht ihr mit sowas um? Was bedeutet das für Datenschutz und gerade diese personenbezogenen Daten eigentlich? Ja, genau, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das würde ich auch persönlich nicht wollen, dass mein Chef meine Vitaldaten sieht. Wir müssen mit dem Thema Datenschutz sehr sensibel natürlich umgehen, sehr gründlich umgehen. Wir werden ein Datenschutzkonzept aufstellen, das basiert eben auf verschiedenen geltenden Rechtsnormen, also EU-Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz zum Beispiel, aber auch andere Rechtsvorschriften. Wir stehen im Austausch mit Sozialpartnern, also Gewerkschaften. Wir haben Stakeholder, das heißt Anwendungsunternehmen, mit denen wir das diskutieren. Und es gibt auch verschiedene Forschungsinitiativen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, weil die Herausforderung ist, wir haben nicht nur die personenbezogenen Daten, also die Vitaldaten, sondern eben auch das Thema KI.
Und da weiß man schon, dass eben die geltenden Rechtsvorschriften nicht so gut passen auf diese neue Technologie und das müssen wir eben sehr gründlich bearbeiten. Also auf jeden Fall auch noch mal immer was für die Politik, ein bisschen die Rahmenbedingungen dafür noch zu schaffen. Aber da seid ihr anscheinend fleißig am Forschen und am Entwickeln. Und im Austausch, genau. Ja, alles klar. Jetzt sind unsere Entwicklungsprojekte ja immer nur kleine Teilstücke, um die Vision der Silicon Economy zu verwirklichen letztendlich bzw. umzusetzen. Du hast es eben schon angesprochen, das Ganze soll natürlich irgendwie einen organisatorischen Charakter haben, also die Pausen sollen besser und im Voraus geplant werden können, beziehungsweise durch die Vitaldaten sollen die Mitarbeiter eher erkannt werden, wann eine Pause benötigt wird. Wie ordnet sich das Ganze dann in die Silicon Economy eigentlich ein? Genau, also wir haben verschiedene Open-Source-Komponenten, das heißt, das ganze Konstrukt dynamische Pause gliedert sich nochmal auf. Wir haben halt einmal diese mobile Anwendung, das heißt die Erfassung über ein Sensorarmband und eben zum Beispiel diese App auf dem Smartphone, mit der der Mitarbeiter interagiert und kommuniziert. Wir haben den Stressdetektionsservice, der sich eben darum kümmert, die Daten auszuwerten und eben Stress zu erkennen und vorherzusagen. Und wir kreieren auch ein Ressourcenmanagement-Service, der am Ende die ganzen Pausenempfehlungen, die von dem intelligenten Dienst kommen, verwaltet und auch die aktiven Pausenanfragen des Mitarbeiters verwaltet. Und dieser RMS, dieser Ressourcenmanagement-Service, ist auch nochmal verknüpft mit der IT des Kunden. Das kann halt ein Warehouse-Management-System sein oder halt ein TMS. So haben wir verschiedene Komponenten abgedeckt. Und das Unternehmen oder der Kunde kann sich dann eben entscheiden, nehme ich das Komplettpaket oder möchte ich nur diesen intelligenten Algorithmus zum Beispiel, um Vitaldaten zu messen, weil meine Technik habe ich selbst. Ja, alles klar, okay. Du hast eben schon mal darüber gesprochen, und das ist so kurz am Rande angerissen. Im Moment beschäftigt ihr euch eher mit einem intralogistischen Anwendungsfall für die dynamische Pause. Sind da auch noch andere Anwendungsfälle denkbar? Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, intralogistisch beschäftigt mich das jetzt nicht so, aber ich habe vielleicht eine andere Problemstellung. Wäre das darauf auch anwendbar? Auf jeden Fall. Genau, wir denken das jetzt erstmal am Intralogistikprozess, speziell Kommissionierung, im weiteren Sinne auch eben schon für zum Beispiel Transportbereich, Lkw-Fahrer. Logistik ist natürlich unser Schwerpunkt erstmal, aber dieser Dienst ist branchenunabhängig. Das können wir auch benutzen in unserem wissenschaftlichen Arbeitsbereich. Das können aber auch andere Branchen, andere Unternehmen verwenden, weil das Pausenthema betrifft ja jeden. Und es ist natürlich dadurch auch für alle anwendbar. Wir laufen ja immer so, beziehungsweise nutzen sehr intensiv den Claim 100% Open Source. Das heißt, Unternehmen können auch diesen Dienst relativ einfach nutzen und einsetzen, richtig? Genau. Wir haben dann eine Open Source Bibliothek, in der die ganzen Dienste der Silicon Economy abgebildet sind und ja, da kann man sich dann eben entscheiden. Sehr das gut. Passende auswählen. Vielen Dank, Veronika, für deine Antworten und Einblicke in unser Entwicklungsprojekt Dynamische Pause. Für Sie dann natürlich die Einladung, wenn Sie es nutzen wollen. Alle Informationen zum Entwicklungsprojekt Dynamische Pause, unsere Kontaktdaten und vieles mehr finden Sie auch auf www.silicon-economy.com. Also wenn Sie interessiert sind, das zu nutzen oder in den Austausch mit uns zu kommen, schauen Sie da gerne mal nach. Natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen und euch, dass Sie wieder dabei waren. In unserer nächsten Silicon Economy Coffee Break beschäftigen wir uns mit unserem modularen Open Source IoT Device. Auf jeden Fall ein fancy Name. Ich bin schon ganz gespannt und eine Anmeldung ist da natürlich auch wie immer auf silicon-economy.com möglich. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und bin schon ganz gespannt aufs nächste Mal. Bis dahin.